Wie gut ist das PSD Giro Direkt? Welche Vorteile und Nachteile hat es? Wie sind die Konditionen und für wen lohnt sich das Konto? In diesem Video stellen wir dir das PSD-Konto mit seinen Besonderheiten vor. Am Ende erfährst du, ob es das richtige Girokonto für dich ist, welche Alternativen eventuell besser sind und wie du die Nachteile ganz einfach umgehen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch gerne einen Like da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Die PSD Bank Nürnberg bietet ein Online-Girokonto, das sich auch an Kunden richtet, die nicht in Nürnberg und Umgebung leben. In Teilen verbindet das Konto die Vorteile einer Filialbank mit denen einer Online-Bank. Legen wir los. Die 10 Vorteile vom PSD Giro Direkt. Vorteil Nummer 1. Kostenlose Kontoführung ist möglich. Beim Girokonto der PSD Bank handelt es sich um ein kostenloses Gehaltskonto. Anders als bei vielen anderen Konten gibt es hier allerdings keinen Mindestgeldeingang. Es reicht, wenn du monatlich einen Geldeingang aus zum Beispiel Gehaltszahlungen, Rente, Beamtenpension, Sold, BAföG oder Elterngeld beziehst, ganz unabhängig von der Höhe des Geldeingangs. Vorteil Nummer 2. Kostenlose Mastercard Classic Kreditkarte inklusive. Mit deinem Girokonto erhältst du eine Mastercard ohne Jahresgebühr. Anders als bei den meisten Konten, die eine kostenlose Visa oder Mastercard enthalten, handelt es sich bei der PSD Mastercard um eine echte Kreditkarte und nicht um eine Debitkarte. Zum Jahrespreis von 45 € kannst du statt einer Classic-Kreditkarte auch eine Goldkarte beantragen. Mit ihr erhältst du ein sehr attraktives Versicherungspaket, bestehend aus Auslandsreisekrankenversicherung, Verkehrsmittelunfallversicherung, Reiseserviceversicherung, Auslandsschutzbrief und Reiserücktrittskostenversicherung. Die Versicherungen sichern nicht nur den Karteninhaber ab, sondern gelten auch für Ehepartner oder Kinder, sofern sie im gleichen Haushalt wohnen. Beachte, dass die Reise mit der Karte bezahlt worden sein muss, um Anspruch auf die Versicherungsleistungen zu haben. Vorteil Nummer 3. Du kannst europaweit kostenlos Geld abheben. Mit dem PSD Girokonto erhältst du außerdem auch eine VPay Girocard, mit der du deutschlandweit im Bankcard-Servicenetz kostenlos Geld abheben kannst. Zum Bankcard-Servicenetz gehören die Geldautomaten von Volksbanken, Raiffeisenbanken, PSD-Banken, Sparda-Banken sowie BB-Banken. 13 Abhebungen je Quartal sind kostenlos. Jede weitere kostet 1,02 €. Außerdem kannst du bei Shell-Tankstellen und verschiedenen Einzelhandelsgeschäften, zum Beispiel bei Rewe, Penny und Aldi Süd, kostenfrei Bargeld auszahlen lassen. Im Ausland sind Geldabhebungen in Euro kostenlos, wenn du die Girocard einsetzt. In Fremdwährungen fallen 1% bei mindestens 5 € an Gebühren an. Mit der Mastercard fällt beim Geldabheben eine Gebühr von 1 € an, in Fremdwährungen kommen weitere 1% Gebühren hinzu. Vorteil Nummer 4. Kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone. Mit der Mastercard Classic-Karte kannst du in allen Ländern mit dem Euro als Währung kostenlos bargeldlos bezahlen. Außerhalb des Euroraumes fallen Gebühren an. Wie hoch sie sind und wie du sie ganz einfach vermeiden kannst, erfährst du später im Video. Vorteil Nummer 5. Startguthaben. Die PSD Bank Nürnberg zahlt ein Startguthaben von 85 € und liegt damit unter den Konten, bei denen es noch eine Willkommensprämie gibt, über dem Durchschnitt. Ob es die Startguthabenaktion noch gibt, wenn du das Video siehst, erfährst du unter dem Link in der Videobeschreibung. Vorteil Nummer 6. Bargeldeinzahlungen sind kostenfrei möglich. Unter Online-Konten ist dies ein besonderer Vorteil. Hier gibt es allerdings eine Einschränkung, auf die wir gleich eingehen. Vorteil Nummer 7. Der Dispozins ist sehr günstig. Der Zinssatz für den Dispo-Kredit ist bei dem PSD-Konto im Vergleich zu anderen Banken extrem niedrig. Der effektive Jahreszins für den Dispo beträgt nämlich lediglich 4,99% und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt. Du erhältst übrigens einen Sofort-Dispo über 500 €. Eine Erhöhung ist nach dem 3. Gehaltseingang möglich. Vorteil Nummer 8. Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone. Mit dem PSD-Konto hast du mehrere Möglichkeiten, mobil mit deinem Handy zu bezahlen. Auf dem iPhone steht dir Apple Pay kostenlos zur Verfügung. Daneben kannst du auch mit der PSD Banking App und deinem Smartphone kontaktlos bezahlen. Unabhängig davon, ob du ein Apple iPhone oder ein Android-Smartphone besitzt. Vorteil Nummer 9. Kontaktlos bezahlen. Auch wenn du nicht mit deinem Smartphone bezahlen möchtest, ist kontaktloses Bezahlen möglich. Sowohl die Girocard als auch die Kreditkarte enthalten einen NFC-Chip, mit dem kontaktloses Bezahlen möglich ist. Vorteil Nummer 10. Kontowechselservice. Mit dem Kontowechselservice kannst du dein Konto ganz bequem umziehen. Zahlungspartner können ganz einfach per Klick über deine neue Kontoverbindung informiert werden, ohne dass du Briefe schreiben musst.
Auch Daueraufträge lassen sich damit ganz einfach umstellen. Die Nachteile des PSD-Girokontos. Das Girokonto bietet viele Vorteile, aber wie immer gibt es auch hier Nachteile. Nachteil Nummer 1. Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos. Das Konto kann nur kostenlos geführt werden, wenn du einen Gehaltseingang oder ähnliches sicherstellen kannst. Die Höhe spielt keine Rolle. Nachteil Nummer 2. Einschränkungen beim Geldabheben. In Deutschland kannst du maximal 13 Mal je Quartal kostenlos Geld an Automaten abheben. Das sollte zwar in der Regel ausreichen, kann aber einschränken. Alternativ stehen dir die Auszahlungsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Supermärkten, Tankstellen und Geschäften kostenlos zur Verfügung, wenn du dein Limit an den Geldautomaten bereits ausgeschöpft hast. Nachteil Nummer 3. Gebühren beim Einsatz im Ausland. Wenn du deine Karten außerhalb der Eurozone einsetzt, fallen Gebühren an. Nutzt du deine VPay-Girokarte in einem Land mit einer anderen Währung als dem Euro, sind es 1% bei mindestens 77 Cent und maximal 3,83 € an Kosten. Mit der Kreditkarte sind ebenfalls 1%, allerdings ohne eine Mindest- oder Höchstgebühr. Hier kommen noch einmal 0,3% hinzu, wenn eine Umrechnung innerhalb eines EU-Landes erfolgt, weil dort nicht der Euro die Landeswährung ist. Umgehen kannst du diese Gebühren mit einer kostenlosen, kontounabhängigen Reisekreditkarte, wie wir sie am Ende des Videos vorstellen. Nachteil Nummer 4. Bargeldeinzahlungen sind regional eingeschränkt. Während du beim Geldabheben deutschlandweit auf ein großes Netz an Geldautomaten zurückgreifen kannst, bist du beim Geldeinzahlen deutlich eingeschränkter. Kostenlose Bargeldeinzahlungen sind nur in den Filialen der PSD-Bank in folgenden Städten möglich: Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Chemnitz, Dresden und Leipzig. Die Vorteile und Nachteile des PSD-Bank-Girokontos noch einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile: keine Kontoführungsgebühren bei Geldeingang in unbestimmter Höhe, kostenlose Mastercard-Kreditkarte, in Deutschland und EU kostenlos Geld abheben, kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone, Bargeldeinzahlungen sind kostenfrei möglich, sehr günstiger Dispozins, Startguthaben, kontaktlos bezahlen, mobiles Bezahlen ist mit dem Android-Smartphone und iPhone möglich und kostenloser Kontowechselservice. Die Nachteile: die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos, Bargeld abheben mit Beschränkungen, Gebühren beim Karteneinsatz im Ausland und Bargeldeinzahlungen sind nur in 6 Städten kostenlos. Lohnt sich das PSD Giro Direkt Girokonto? Das Konto der PSD Bank Nürnberg bietet sehr interessante Konditionen. Durch den Bankenverbund, bei dem auch Volksbanken angeschlossen sind, hast du ein dichtes Netz an Geldautomaten für Bargeldverfügungen zur Auswahl. Daneben kannst du auch in vielen Geschäften kostenlos Bargeld auszahlen lassen. Das Konto ist zwar nur mit einem Gehaltseingang oder ähnlichem kostenfrei, allerdings gibt es keine Mindesthöhe, die erreicht werden muss. Besonders interessant wird das Konto, wenn du in oder um Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Chemnitz, Dresden oder Leipzig wohnst, da du dann auch unbeschränkt oft kostenlos Bargeld einzahlen kannst. Wenn du oft in Länder reist, die nicht den Euro als Landeswährung haben, solltest du das PSD-Konto mit einer Reisekreditkarte erweitern. Wir empfehlen dir hier die Barclays-Kreditkarte. Sie kann mit jedem Girokonto genutzt werden, es gibt keine Jahresgebühr und auch keinen Mindestumsatz. Du kannst sie weltweit zum kostenlosen Geldabheben und bargeldlosem Zahlen einsetzen. Einen Link zum PSD-Konto und zur Barclays-Kreditkarte findest du unten in der Beschreibung. Du hast noch Fragen zum Konto oder Anregungen für neue Videos? Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.